Now that engine's running, ready to begin its display in a moment or two. The unmistakable silhouette of the Me-262. And Bert was saying earlier, ladies and gentlemen, do take care in this weather. The wind is very strong and quite cool, so you might not realise how hot you're getting or how hot your children are getting. So now, while we're waiting for the 262, who's just starting his takeoff run now, in fact. Eigentümer und Halter dieser Me-262 B1-A ist die Messerschmidt Stiftung aus München. From the Messerschmidt Stiftung at Munich, where they not only have this 262, they also have a number of beautifully preserved Me-109s. The Messerschmitt 262, the world's first operational jet fighter. Ja, und die Tango, die wir hier sehen, hat ein bisschen vielleicht zum Lebenslauf. Im Juli 93 wurde mit dem Konstruktionsbeginn von 5 Nachbauten in Texas begonnen. Und dazu wurde eine original doppelsitzige Schulmaschine, die sich in der Hand der US Navy befindet, aus dem Zweiten Weltkrieg komplett zerlegt. Alle Teile wurden kopiert, um so die Nachbauten herzustellen. Well, the story of this aircraft begins back in 1993 in July. In Texas, in America, the US Navy had a preserved example of a 2-seat Me-262. That was a trainer aircraft. It was used as both a trainer and a night fighter. And the team started taking that apart to make 5 exact copies from the original. Ja, 1999 ist das Projekt dann von Texas nach Seattle umgezogen und im Herbst 2000 wurde das Originalflugzeug, das zerlegt wurde, um die Teile zu kopieren, wiederhergestellt und an die US Navy zurückgegeben. Und der Erstflug des ersten Nachbaus fand dann im Dezember 2002 statt. During 1999, the project moved from Texas to Seattle, and then in the autumn of 2000, the copying of the original, i.e. taking it apart and copying every single piece, was completed, and it meant that on the 20th of December 2002, the first of the copies made its first flight. Danach gab es recht schnell, bereits im Januar 2003, nur wenige Wochen nach dem Erstflug, einen technisch bedingten Landeunfall mit schweren Schäden an der ersten Maschine. Und erst 1,5 Jahre später, im Juni 2004, flog die Maschine dann wieder. Well, from that point onward began a very long technical assessment and technical test program, which was completed, and in 2004, in June of 2004, the aircraft was cleared for flight in public. Und nachdem die zweite Maschine die FAA-Zulassung im Mai 2005 erhalten hat, hatte sie in Seattle 2005 auch ihren Jungfernflug. This particular aircraft made its first flight in August 2005 in Seattle. Januar 2006 wurde die Maschine dann nach Europa gebracht, mit einer Cargolux nach Luxemburg, wurde dann weiter transportiert in einem LKW in das Flugmuseum Messerschmidt nach Manching bei Ingolstadt. Und der zweite Erstflug, wenn man es so nennen darf, fand dann in Deutschland, in Manching, am 25. April 2006 statt. In January 2006, Tango Tango was dismantled,
placed in various cargo containers and flown into Luxembourg in a freighter aircraft from Cargolux. It was then taken to the Flugmuseum Messerschmidt in Manching and reassembled, making its 7th of March 2006. Und den ersten Auftritt in der Öffentlichkeit dann, die Europapremiere, im Mai 2006 auf der ILA-2006 hier in Berlin-Schönfeld. Made its public premiere here at ILA, in fact, in Berlin-Schönfeld, in ILA 2006. Vielleicht noch ein paar technische Daten zu diesem Nachbau mit einer Länge von 10,60 Meter, eine Spannweite von 12,56 Meter und einer Höhe von 3,80 Meter. Hat die Me-262, der Nachbau, ein Gewicht von 5.523 Kilogramm und erreicht eine Geschwindigkeit von 780 Stundenkilometer. A bit of technical detail for you, ladies and gentlemen. 10.6 meters long, 12.56 meters in span. Maximum speed on this aircraft, 780 kilometers an hour, with an all-up weight of 5,523 kilograms. Ja, die beiden Triebwerke sind zwei GE CJ610-9 mit einer Leistung von 2 mal 1406 Kilopond. Und dazu ist vielleicht als interessantes Detail diese neuen Triebwerke, die darin verbaut sind, die natürlich genutzt werden, weil die Originaltriebwerke wären viel zu unzuverlässig, sind deutlich kleiner als die Originaltriebwerke. Und bei der Rekonstruktion wurde um diese neuen Triebwerke herum eine Blende gebaut quasi. Wenn man heute also die Triebwerksklappe öffnet, schaut man auf diese Blende und die sieht genauso aus wie das Originaltriebwerk. Und erst darunter befindet sich das moderne Originaltriebwerk, das in seiner Leistung so gedrosselt ist, um das Flugbild und die Leistung darzustellen, wie es die Me-262 1942-43 im Einsatz hatte. Bernd's just been explaining that the reconstruction and the copying of these aircraft was so exact. They're now powered by a pair of General Electric CJ610s. Now that's a very small jet engine that actually produces more thrust, more horsepower, about 1,406 kp, than the original Jumo 004 engines. But they're very much smaller and they fit right inside the nacelle. So as part of the rebuild, as part of the reconstruction, they built 2 fake Jumo 004 engines inside the nacelles. So you open the side of the nacelle and there is what looks like the original engine. You then open the side of that and then you can get at the real engine hidden inside. And there's a very interesting story about the development of this aircraft, because when it started it had a tail wheel, because nobody had had any experience with jet aircraft by then. It was one of the first jet aircraft in the world. And there was a wonderful way, because the tail was on the ground, the tailplane wasn't in the airflow, so they didn't have any elevator control. So they marked a line on the runway. So as the aircraft accelerated, when you got to this line, the pilot slammed the brakes on, which flicked the tailplane off the ground. And he could only dab the brakes very quickly once or he'd nose the aircraft over. But that actually got it into flying attitude and enabled it to take off. Very shortly afterwards, they decided, I think a nose wheel's a better idea. Ja, interessante Geschichte noch, während die Me-262 schon zur Landung einschwebt. Im Originaldesign, ganz am Anfang, wurde sie mit einem Spornrad gebaut. Man hatte ja keine Erfahrung mit Kampfflugzeugen mit Düsenantrieb. Und man hat dann herausgefunden, dass bei den Startversuchen es keine Kontrolle mit dem Höhenruder gab. Das Heck des Flugzeugs kam einfach nicht hoch und man konnte nicht ansteuern. Und so malte man eine weiße Linie in die Mitte der Startbahn. An einem bestimmten Punkt und bei einer bestimmten Geschwindigkeit, wenn der Pilot diese Linie erreichte, tippte er kurz auf die Bremse. Das sorgte dafür, dass das Heck des Flugzeugs sich anhob, in den Wildstrahl kam und der Pilot jetzt die Möglichkeit hatte, mit dem Höhenruder den Start einzuleiten. Tja, und so reden wir heute über 3 Erstflüge eigentlich diesen Modells im Original am 18. Juli 1942 in Leipheim. Der Erstflug des Nachbaus am 15. August 2005 in Seattle und der Erstflug dann in Deutschland
am 25. April 2006 in Manching. Und vielen Dank dafür, dass so viele Menschen so viel Enthusiasmus und Detailliebe da reingelegt haben, um dieses Flugzeug nachzubauen, sodass wir es heute hier am Himmel über Berlin sehen konnten. Vielen Dank an die Messerschmidt Stiftung. Well, ladies and gentlemen, quite right. Bert was saying this is a very rare aeroplane because it actually can boast 3 first flights. The original on the 18th of July 1942 at Leipheim. The first of the new build aircraft on the 15th of August 2005 in Seattle. And then Tango Tango making its first flight in Germany on the 25th of April 2006. And many, many thanks to Messerschmitt Stiftung for bringing us that remarkable piece of history, the world's first operational jet fighter. Und während er hier zurückrollt, vorne, Sie können ihm ja mal winken, geflogen wurde das Flugzeug heute von Wolfgang Schirdewan, einem Testpilot von Airbus, Diplom-Ingenieur und Testpilot, Absolvent der britischen Testpilotenschule und hat Flugerfahrung auf Eurofighter, Ranger 2000, MiG-29, Tornado, Me-262 und der HA-200. Well, with a special aircraft, it takes a rather special pilot to fly it. And in that, we have Wolfgang Schirdewan, a very, very capable test pilot, flown a wide variety of types, including the Eurofighter Typhoon, the Ranger 2000, MiG-29, Tornado, and of course the Me-262 and the Hispano HA-200.